Swirls, Holos, Rits. In diesem Video kümmern wir uns um Defektarten. Wir fragen uns natürlich, warum müssen wir Defektarten erkennen, und dafür wollen wir uns zum ersten Schritt mal den Lackaufbau angucken. Die untersten Schichten können wir ein bisschen ignorieren. Für uns ist interessant der Basislack und der Klarlack darüber, wobei wir nur im Klarlack arbeiten können. Wie ich schon öfter betont habe, wollen wir natürlich nur so wenig wie möglich und so viel wie nötig abtragen, und deswegen sollten wir uns vorher zwei Gedanken machen, was für Defekte wir haben, wie tief sie sein könnten und ob wir sie vollständig entfernen können und auch wollen. Denn es macht, wie gesagt, nicht immer Sinn, den Klarlack auf ein Minimum zu reduzieren, denn damit wird auch der Lackschutz reduziert. Häufigste und typische Defektart sehen wir hier, das sind die sogenannten Swirls, Waschstraßenkratzer, Waschkratzer oder auch Spinnenwebenkratzer. Heißen einfach so, weil sie durch die runde Lichtquelle und weil sie so gleichmäßig angeordnet sind, rund wirken, also wie ein Wirbel, Strudel oder Spinnennetz. Daher kommt der Name, das sind so diese typischen Waschspuren. Je mehr Waschanlage, desto stärker sind sie. Zweite Defektart, die wir haben, ist hier oben links eingezeichnet. Das sind die Hologramme. Diese befinden sich ganz leicht nur an der Oberfläche des Klarlacks. Es handelt sich dabei um Polierspuren. Es können Hologramme sein bei der Verwendung der Rotationspoliermaschine oder auch Grauschleier bei der Verwendung einer Exzenterpoliermaschine. Das sind in der Regel relativ einfach zu entfernende, sehr oberflächliche Spuren. Hier haben wir mal eine heftige Variante davon. Das sind tatsächlich Spuren von einer Rotationspoliermaschine und einer Schleifpolitur. Die können auch mal wie eine Mattierung aussehen, wenn sie ganz, ganz stark sind, und kommen im Endeffekt davon, dass das Polierkorn nicht vollständig zerlegt ist und sich noch zu grob auf dem Lack befunden hat und wie beim Schleifen halt eine Mattierung hinterlassen hat, die noch nicht vollständig beseitigt wurde. Äußert sich, wie gesagt, durch diese spiegelartigen Reflexionen, die wir Hologramme nennen, bei der Rotationsmaschine und in einem Gesamtgrauschleier auf dem Lack, der wirklich deutlich erkennbar ist, wenn er grob ist, aber auch manchmal schwer zu sehen ist, wenn er fein ist, bei Exzenterpoliermaschinen. Deswegen sind Hologramme sogar manchmal leichter zu erkennen. Dritte Kratzerart, die wir hier betrachten wollen, sind die sogenannten Rits. Rits steht für Random Isolated Deep Scratch. Also zufällig angeordneter einzelner tiefer Kratzer. Und wir sehen hier, die können sehr oberflächlich sein, können den Klarlack auch zur Hälfte durchdringen oder sogar noch tiefer in den Basislack oder Füller oder bis aufs Blech runter. Je tiefer der Kratzer ist, desto schlechter können wir ihn entfernen. Und auch ein Kratzer, der auf die halbe Klarlackhöhe runtergeht, wollen wir nicht komplett entfernen, sondern nur kaschieren, denn sonst müssten wir den halben Klarlack entfernen, und das ist nicht so sinnvoll. Guckt euch nochmal das Video zu den Lichtarten an. Da haben wir nochmal einen Hinweis darauf, unter welcher Lichtart man was gut erkennt. Hier nur kurz die Sache. Direktes Licht, also ein LED-Spot zum Beispiel, wird die meisten Rits überblenden, sodass wir mit diffusem und indirektem Licht arbeiten müssen, um sie zu erkennen. Wir werden erst beim Arbeiten sehen, ob wir sie wegkriegen, aber wenn wir uns vorher schon darauf einstellen, dass wir ein paar Rits haben, können wir zumindest mit dem Kunden besprechen, ob sie drin bleiben sollten, und ihm zumindest erklären, was Rits sind, und vielleicht auch erklären, dass wir nicht auf Biegen und Brechen alle entfernen wollen, um eben Lacksubstanz zu erhalten. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht, 25 Stunden poliert, immer noch Kratzer drin. Schaut es euch nochmal an, wenn ihr dazu noch Fragen habt. Kein Kratzer mehr im eigentlichen Sinn, aber auch eine Defektart sind alle möglichen Flecken auf dem Lack. Es können Wasserflecken sein, es können Harzflecken sein, es kann Bienenkot sein, es können Insekten sein. Wir haben hier mal ein paar verschiedene dargestellt. Hier hatte wohl irgendein Tier irgendwas unter den Pfoten, was es schön in den Lack abgedrückt hat. Es können, wie gesagt, auch Wasserflecken sein, es können auch mal Insekten sein, Vogelkot, da gibt es diverse Flecken. Auch eine Defektart, die man kennen und berücksichtigen muss. Wie man bei den einzelnen Defektarten vorgeht, erklären wir euch hier in einem separaten Video dazu. Das würde jetzt hier einfach den Rahmen sprengen, und wir wollen es euch auch dann gerne zeigen. Keine Panik, hier geht es erstmal nur darum, sie zu erkennen und sie zu finden. Hier sehen wir mal so einen Fleck in der Nahaufnahme. Handelt sich um einen Harzfleck auf einer zerkratzten Oberfläche. Das ist ein Bienenkotfleck in der Nahaufnahme mit der Lupe. Einfach mal vom Nahen zu betrachten, und hier nochmal im Lack. Im indirekten Licht sieht man schön die einzelnen Harzflecken. Ja, gerade jetzt zu der Jahreszeit zwischen Mai und Juni oder zwischen April und Juni sind die sehr stark. Kommen wir noch zu der letzten Art, die wir ansprechen wollen, die sogenannten Lackfehler. Das sind typischerweise Steinschläge, Silikonkrater. Die sehen sehr ähnlich aus. Der Unterschied ist bei einem Silikonkrater und Staubeinschluss. Der Unterschied ist, bei einem Staubeinschluss ist der Pickel oben drauf sozusagen, bei einem Silikonkrater ist der Krater eingefallen durch ein Silikonproblem. Es sind im Endeffekt Fehler, die meistens am Klarlack bestehen. Sie lassen sich durch Schleifen beheben, müssen quasi geköpft werden, können aufgeschliffen werden, und manchmal muss bei einem Silikonkrater nochmal Klarlack nachgetupft werden. Ein weiterer Lackfehler, den wir leider nicht beheben können, sind eingefallener Spachtel, eingefallener Füller oder Schleifspuren im Basislack oder im Füller. Das erkennt man daran, dass sie sehr
rund wirken und nur so, ja, wie schon mal angeschliffen aussehen. Die befinden sich meistens, wenn wir hier nochmal unser Bild vom Lack einblenden, im Basislack, Füller oder in der Grundierung teilweise sogar oder im Füller, im Spachtel wäre dann zwischen Grundierung und Füller. Und die können wir nicht beseitigen. Das ist quasi ein Fehler, der vor der letzten Lackschicht passiert ist, sodass jetzt hier eine Lackschicht drüber liegt. Den kann man nicht mehr so einfach beseitigen. Man kann sie schleifen und ein bisschen kaschieren, aber das ist eigentlich eher Lackersache. Da würde ich persönlich die Finger von lassen. Auch hier haben wir nochmal so ein paar Phänomene, wie gesagt, einfach Sachen, die jetzt so aussehen, als wären sie unter dem Lack, kann man natürlich mal versuchen zu bearbeiten, aber sollte den Kunden dann schon darauf hinweisen, dass es sich scheinbar um einen Lackierfehler handelt, der sich nicht in der obersten Lackschicht betrifft, und da wir als Aufbereiter nur in der obersten Lackschicht arbeiten, wir können da nicht allzu viel machen. So, was machen wir jetzt mit dem ganzen gewonnenen Wissen? Wir können sie im Rahmen unseres Polierprozesses und Angebotsprozesses in unsere Erkenntnisse aus der lackschichtigen Messung und auch im Testbot-Verfahren mit einbringen und damit einfach ein genaueres Angebot erstellen und ein optimales Verfahren entwickeln, um so viel Lack wie nötig abzutragen, aber so wenig wie möglich abzutragen. Hierzu guckt euch nochmal das GVMA unseres Polierprozesses an, da geht es nochmal in der Tiefe darum. Wie gesagt, in separaten Videos werden wir uns den Lackdefekten nochmal widmen, gucken uns das da alles nochmal ganz genau an. An dieser Stelle war es das erstmal mit unserer Polierserie für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.